Mit folgendem Beitrag auf meinem YouTube-Kanal Foto-Film-Design geht es um folgendes Thema. Beim Start von den Nikon-Scannern werden diese zuerst einmal komplett getestet und ein Abgleich durchgeführt, bis diese betriebsbereit sind. Was so alles im Abgleich abläuft, habe ich unter anderem im Video 6 erläutert. Zum Schluss sollte die Statuslampe nach dem gleichmäßigen Blinken pulsieren konstant aufleuchten. Wenn diese aber am Ende schnell aufblinkt und dann konstant leuchtet, liegt ein Fehler vor. Welche Ursache dieser Fehler haben kann, möchte ich in diesem Video erläutern. Wenn der Scanner beim Abgleich gegen Ende schnell blinkt, liegt in der Regel ein Problem mit der Lichtintensität vor, die auf dem CCD-Chip ankommt. Dies ist bei allen Nikon-Scannern gleich. Erläutern tue ich dies aber anhand des Nikon Coolscan 5000 ED. Zuerst zeige ich euch den Vorgang mit einem Abgleich, der korrekt durchläuft. Nach dem gleichmäßigen Blinken während des Vorganges leuchtet zum Schluss die Statuslampe konstant auf, wie hier zu sehen. Endet dieser Abgleich mit einer Fehlermeldung, sieht das wie folgt aus. Sollte der Vorgang des Lichtabgleiches nun fehlerhaft sein, haben wir wie hier am Ende ein schnelles Blinken der Statuslampe. Dies ist hier die Meldung, dass nicht genügend Licht auf dem CCD-Chip ankommt. Dafür kommen verschiedene Fehlerquellen in Frage, die hierfür die Ursache sein können. Zum einen kann der Spiegel schon so schmutzig mit der Zeit geworden sein, dass durch die Ablenkung durch den Spiegel nicht mehr genügend Licht auf den Bildwandler gelangen kann. Hier hilft die Spiegelreinigung Abhilfe, wie ich sie euch in einem meiner Videos schon gezeigt habe. Eine weitere Ursache kann die Lichtquelle selber sein. Entweder ist diese nicht mehr okay und muss getauscht werden, oder aber auf dem Spiegel in der Lichteinheit liegt zu viel Schmutz. Eine dritte Möglichkeit bei der Lichteinheit wäre, die aber eigentlich nicht sein kann, dass diese nicht mehr korrekt an ihrem Platz sitzt, dazu später mehr beim Wiedereinsetzen der Lichteinheit. Um die Sauberkeit des Spiegels von der Lichteinheit zu überprüfen, muss diese ausgebaut werden. Dazu schieben wir zuerst einmal die Scan-Einheit in diese Position, damit die 4 Schrauben von der Lichtquelle über die davor gesehenen Löchern herausgedreht werden können. Anschließend muss nur noch das Steuerkabel abgezogen werden und das Lichtmodul kann jetzt aus dem Scanner genommen werden. Betrachten wir nun einmal die Lichteinheit für sich genommen. Hinten in der Einheit sitzt wie hier zu sehen die LED-Lichtquelle, die die einzelnen Lichter rot, grün, blau erzeugt. Über 2 Linsen wird der Lichtstrahl so modifiziert, dass aus der punktuellen LED-Lichtquelle ein breiter Lichtstreifen wird, der den gesamten Film ausleuchten kann. Am Ende befindet sich ein Spiegel in 45 Grad Neigung, um das Licht nach unten durch den Film auf den unteren Spiegel zu lenken. Dieser Spiegel, wie hier zu sehen, kann auch mit der Zeit schmutzig werden. Somit sollte man auch hier hin und wieder diese Lichteinheit
ausbauen und putzen. Jedoch ist dieser Spiegel nicht so schmutzanfällig wie der Spiegel unten im Scanner. Und er ist auch nicht so ausschlaggebend für die Qualität der digitalisierten Bilder. Ist die Lichteinheit geputzt, kann diese wieder eingebaut werden. Nach dem Einsetzen der Lichteinheit an ihrem Ort kann man feststellen, dass diese ein Spiel vor und zurück hat, wie hier im Bild zu sehen. Dieses Spiel für die Position ist dazu da, den richtigen Ort zu finden, wo die Lichteinheit sitzen muss. Ich fange damit an, die Lichteinheit in eine Endposition zu schieben, in diesem Fall ganz nach hinten. Anschließend fixiere ich die Einheit mit einer Schraube und führe einen Abgleich durch. Damit kann ich überprüfen, ob schon die richtige Position getroffen wurde, hier leider noch nicht. Ich verschiebe nun die Lichteinheit in kleinen Schritten weiter nach vorne, so lange, bis ich kein schnelles Blinken am Ende des Abgleiches erhalte. Hier leider noch nicht. Hier leider noch nicht. Ich hoffe, dass ich mit diesem Beitrag eine weitere Hilfestellung euch geben konnte. Somit bedanke ich mich, dass Sie den Beitrag geschaut haben und würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren würden. Ihr Fotofilmdesign-Kanal.